Ja, und irgendwann ist es soweit und das Wachstum der Tomatenstauden explodiert geradezu und sie bilden überall Geiztriebe. Was anfangen damit? Heute zeige ich euch, wie man Tomaten vegetativ vermehren kann. Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Ja, was nun mit Geiztrieben, die viel zu groß geworden sind? Normalerweise entfernt man diese überschüssigen Triebe, aber es kann sein, dass ihr gerade ein paar Tage weg wart und plötzlich sind sie riesengroß. Eine Möglichkeit ist natürlich, sie an der Pflanze zu belassen und einfach mehrtriebig die Tomate zu ziehen. Aber wenn ihr die Triebe entfernen wollt, dann gibt es eine gute Möglichkeit. Tomaten haben die Eigenschaft, am Stamm Wurzeln zu schlagen. Die kleinen Knubbel an den tiefer liegenden Ästen und am Stamm werden bei Bodenkontakt zu Wurzeln. Damit holt sich die Pflanze mehr Nährstoffe aus dem Boden. Das können wir auch mit den Geiztrieben machen. Und ich zeige euch gleich, wie das geht. Kleinere Geiztriebe wie diesen hier kann man ganz einfach so herausbrechen und entfernen. Den kann man auf den Boden legen und verrotten lassen. Das ist ein guter Dünger für die Pflanze. Größere Geiztriebe, so wie dieser hier auf der rechten Seite, der ist ja schon riesig geworden. Und wir sehen, er hat sogar schon Knospen und einen weiteren Geiztrieb hier gebildet. Die Tomaten wachsen ja ganz buschig. Den hier können wir mit der Schere abschneiden. So seht ihr, das hier ist der Haupttrieb der Pflanze. Hier oben ist ein Blütenstand und hier beginnt der Geiztrieb, der schon so groß geworden ist. Den kann ich jetzt einfach mit der Schere abschneiden. Kleinere kann man abbrechen, aber bei dem großen würde ich die Schere nehmen, um Verletzungen zu vermeiden. So, was machen wir hier damit? Oben ist schon eine Knospe, die wollen wir behalten. Diesen Geiztrieb hier, den breche ich heraus. So. Und auch das unterste Blatt oder die zwei untersten Blätter werde ich entfernen. Einfach mit der Schere oder abbrechen. Und dann kommt unser Geiztrieb einfach in ein Glas. Wir füllen das mit Wasser auf. Vielleicht sollte ich das noch ein bisschen kürzen, damit mir das Ganze nicht umfällt. Und hier im Wasser, wenn ich das mit Wasser auffülle, wird die Tomatenpflanze dann Wurzeln bilden. Und ich habe das schon letzte Woche gemacht und zeige euch mal, wie die Tomaten innerhalb von einer Woche Wurzeln schlagen. So, hier sind meine Geiztriebe, die ich vor rund einer Woche in ein einfaches Marmeladenglas mit Wasser gestellt habe. Und seht euch mal an, was die für Wurzeln geschlagen haben. Hier richtig am Stamm. Ist das nicht prächtig? Und so können wir sie jetzt einpflanzen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr im Garten noch ein wenig Platz habt. Ich habe hier ein Beet frei, weil ich da statt Tomaten schon zeitig im Frühjahr Erbsen angepflanzt hatte. Die habe ich dann am Tomatengerüst an Schnüren hochgezogen, das seht ihr später noch. Inzwischen sind die Erbsen abgeerntet und es ist Platz und es ist auch gerade noch Zeit, um Tomatenstecklinge zu machen. Natürlich sollte man diese Tomatenstecklinge im Frühsommer machen, also im Juni oder bis Mitte Juli, denn die Tomaten brauchen ja auch Zeit, um zu wachsen, um dann Frucht zu bringen, sonst wird es im Herbst zu spät dafür. Gut angießen ist natürlich wichtig. Unsere Stecklinge müssen wir am Anfang besonders gut mit Wasser versorgen, bis sich die Wurzeln in der Erde weiter etabliert haben und die Pflanze sich das Wasser und die Nährstoffe von alleine holen kann. Also die Tomatenstecklinge sind schon am Anfang noch sehr empfindlich, aber sie wachsen an, das kann ich euch sagen. Die Blätter, die jetzt noch den Boden berühren, lasse ich der Pflanze noch. Die werde ich dann später, vielleicht in 1-2 Wochen entfernen, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind. Und jetzt werde ich sie noch anhängen. Ich hatte in diesem Beet zuvor Erbsen, die sind auch so vor ungefähr einer Woche rausgekommen. Ich habe dann den Kohl dazu hineingepflanzt. Der verträgt sich gut mit den Tomaten. Und ganz oben habe ich noch die Schnüre. Hier mit diesen Schnüren hier am Gestell hatte ich die Erbsen angebunden, die habe ich dran gelassen und damit werde ich jetzt
Mit einigen dieser Schnüre werde ich die Tomaten befestigen. Das Gerüst für die Tomaten muss natürlich nicht nur hoch genug sein, sondern auch recht stabil, denn die ausgewachsenen Tomatenstauden mit den Früchten haben dann ein beträchtliches Gewicht. Wir haben für unser Gerüst Betonstangen senkrecht in die Erde gerammt und haben sie oben mit Bambusstäben verbunden. An den Bambusstäben hängen dann die Schnüre. Das sind übrigens Paketschnüre aus Hanf, einer Naturfaser, die ich im Garten bedenkenlos verwenden kann. Noch ein Wort zu diesen Schnüren. Es hat verschiedene Vorteile, Schnüre zu verwenden, denn einerseits geht es ganz schnell, die Tomaten anzubinden, wenn sie an Schnüren hängen. Wenn die Schnüre drum gewickelt sind, da brauche ich nicht immer binden, sondern kann sie einfach im Vorbeigehen um die Schnur wickeln. Und zweitens, wenn die Tomaten dann im Herbst wegkommen und die rauskommen, dann brauche ich sie eigentlich nur unten abschneiden und oben den Bindfaden abschneiden und kann sie so zusammen auf den Kompost werfen, wenn ich das möchte. Der Bindfaden verrottet zusammen mit der Tomatenstaude und es ist kein Plastik im Garten und ich finde das sehr vorteilhaft. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst den Daumen hoch gehen, wenn ja. Abonniert meinen Kanal Hennenglück im Biogarten. Schreibt mir auch einen Kommentar, wenn ihr wollt und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis bald.